Und Ruhe bitte, wir drehen. Ich starte die Aufnahme. Unser guter Freund die. Und bitte. Danke. Habe ich auf An gedrückt? Weiß ich nicht. Warum weißt du denn das nicht? Schön, dass du hier bist. Danke Bei schön. dir in deinem Studio. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, bei mir zu Hause. An mir lag's nicht. Gut. Wenn es nach mir ging, wärst du nicht hier. Was machen wir eigentlich hier? Warum sind wir zwei heute hier zusammengekommen? Mit so viel Potenzial. So viel Potenzial, einem guten Kaffee. Bitter heute, oder? Du hast mich eingeladen, um drüber zu schimpfen, dass Schnitt keine Beachtung findet. Ja, eigentlich. Jemand, der ins Kino geht oder einen Film anschaut, dem fällt auf, wie toll die Kamera geführt wurde, wie schön die Bilder sind, wie gut der Regisseur war, diese Musik. Aber dass so viele Leute zum Film beitragen, Setdesign, die Kostüm. Tonleute, Kostüm. Ton ist ja auch so quasi überhört. Ja, ja. Wenn der Ton gut ist, fragt keiner danach. Aber sobald du hörst, dass der Ton schlecht ist, dann fällt es dir auf. Sounddesigner und Editoren. Nett geschimpft, ist gelobt genug. Wie stehst du eigentlich zu der Debatte, Editor oder Cutter? Ist mir eigentlich egal. Mir ist es auch völlig egal. Mich nerven eher die Leute, die drüber reden. Also ich bin ja kein Cutter. Ich bin Editor. Man sagt nicht Cutter. Ja. Shut up. Mach einfach deinen Job. Mach einfach deinen Job. Cutter was. Und schon haben wir total unsere These untergraben, dass man das eigentlich mit mehr Respekt behandeln sollte, das Gewerk. Okay, tschüss. Lass uns doch mal über Schnitt reden. Es soll auch bildungstechnisch sein, das Ganze, was wir hier Wenn wir machen. alle so schlau werden wie der. Das ist natürlich die eine Seite. Es ist eine sehr einseitige Konversation. Ich rede und ihr hört zu und ihr könnt nichts machen. Also natürlich unter die Videos irgendwelche Kommentare schreiben. Auf jeden Fall soll das ja auch ein Format sein, wo wir selber lernen können. Das ist, glaube ich, die Ja, Hauptaufgabe für uns. genau, weil die 20 Abonnenten, die wir am Ende haben, Das sind egal. die sind nicht egal. Nein. Die sind natürlich toll, aber Aber sich selber mit Schnitten nochmal intensiver beschäftigen. Genau. Nicht nur im Alltag schneiden, sondern hinterfragen, warum ja, hat man das jetzt gemacht. das Ganze auch auseinandernehmen. Was bewirkt man damit? Auf vielleicht eine wissenschaftliche und philosophische Art und Weise. Das klingt langweilig. Bitte, oder? Wir könnten einen klaren Satz Was ist Schnitt? finden, was Schnitt ist. Ja, letztendlich ist, sagt man ja so landläufig, im Schnitt entsteht der Film. Hm. Und ich halte das schon für sehr wahr. Vorher ist alles, was da ist, ist Rohmaterial und dann wird der im Schnitt aber erst gebaut. Es gibt ja tatsächlich auch Regisseure, die sagen, das eigentliche Drehen für sie ist eigentlich ziemlich stressig und nervig und für sie nur ein reines Sammeln von Material. Und im Schnitt beginnen sie dann, den Film zu machen. Ich glaube, Stanley Kubrick war sogar so einer, Wirklich. der gemeint hat, er dreht eigentlich nur, damit er endlich in den Schnitt gehen kann. Und andere Leute drehen und schieben das an den Editoren ab und kommen dann irgendwann nach Monaten dazu und gucken mal, was so passiert ist. Ja, und da passiert eine ganze Menge. Du erzählst Geschichten mit dem Schnitt, Du logischerweise. erzählst Geschichten, ja. Welche Geschichte, weiß man nicht immer. Ja. Manchmal ist die Geschichte im Schnitt dann auch eine andere, als du geplant hattest. Ja, ja, klar. Es ist immer so ein organischer Prozess natürlich, weil du ständig das Material evaluieren musst und währenddessen eigentlich schon in deinem Kopf eine Sequenz zusammenstellen musst, was am Ende bei rauskommt, dann probierst du es aus. Funktioniert es nicht, musst du doch was anderes suchen und hin und her. Ich glaube, in der Ausbildung haben wir damals den schlauen Satz gesagt, dass man durch Schnitt etwas erstellt, was vorher so nicht da war. Mhm. Du fügst einfach gesprochen, zwei Clips aneinander und lässt etwas entstehen, was vorher so nicht existiert hat. Ja, das ist ja der grundlegende Gedanke, der von Eisenstein ja schon kommt mit der assoziativen Montage, dass durch das Gegenüberstellen von zwei eigentlich nicht verbundenen Ereignissen eine neue Bedeutung entsteht. Ich habe mir immer gedacht, dass das Schneiden so ein bisschen ist wie Lego-Dinge bauen, aus Lego Dinge bauen. Ja, du kriegst ja Steinchen und weißt nicht, wo es hinführt. kriegst ganz viele verschiedene bunte Steinchen in verschiedenen Größen und dann schüttet das einer aus vor dir und sagt, bau mal einen Palast oder so. Keine Ahnung, bau eine Raumstation. Gegen Und alles dann Mögliche. baust du
Was komplett anderes. Und genau, du musst dir halt dann die Steine selber zusammensuchen und in richtiger Größe, in richtiger Länge zusammenbauen. Und der nächste Editor macht das ganz anders, der baut das ganz anders. Und beides Mal kommt am Ende ein Haus raus mit den gleichen Steinen. Und natürlich bleiben ganz viele Steine auch übrig, aber es sind 2 verschiedene Häuser, je nach Editor. Genau. Es kann aber auch sein, dass du alle Steinchen verbaust und es dadurch ziemlich unförmig wird. Ja, das war das nicht gut. Bestimmt, aber im Schnitt hast du die Möglichkeit, den Film nochmal um 180 Grad zu drehen, zu dem, wie es im Drehbuch steht, und nochmal ganz neue Geschichten zu erzählen und eben zu schauen, dass der Film funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, du kannst teilweise den Stil verändern oder den Stil erstmal noch finden. Ja. Und wie gesagt, auch die Geschichte ändern. Es gab doch auch Filme, wo sie einfach auch Hauptprotagonisten weggelassen haben und durch andere Leute ersetzt haben, weil die nicht funktioniert haben. Oder den Fokus auch, das gab es auch bei einem Magazinfilm in der Ausbildung, wo der Hauptprotagonist nicht funktioniert hat und dass sie den Fokus auf den Nebenprotagonisten gelegt haben. Also, auf jeden Fall war der Hauptcharakter schlecht und hat nicht das geliefert, was sie haben wollten. Und dann haben sie sich den Nebencharakter gegriffen und haben einen anderen Film gebaut. Auch wenn sie es darauf nicht gedreht hatten. Ja, und das zeigt einfach, dass du nochmal so viel Macht hast im Schnitt, im Schneideprozess, was den Film angeht. Und gleichzeitig versuchst das so geschmeidig wie möglich zu machen. Meistens, dass es auch niemandem auffällt. Eben wie mit dem Ton auch. Vielleicht ist geschmeidig auch ein ganz guter Punkt. Ja. Schnitt ist so die Art, eine Geschichte geschmeidig zu erzählen. Ohne dass es langweilig wird, ohne dass es einen rausreißt. Dass es eben stimmig ist. Wie du mal gesagt hast, Schnitt ist Glück. Es ist tatsächlich Glück, insofern du nicht weißt, was für Material du bekommst. Und wenn du Glück hast, dann passt es gut zusammen. Wenn du nicht Glück hast, dann ist es nervig und dann musst du es passend machen. Ja, aber letztendlich hängt es von dir ab. Ob es passt oder nicht. Ja, genau. Als Editor hast du quasi du hast nicht die Kontrolle darüber, was gedreht wurde, aber du hast die Kontrolle darüber, was mit dem Gedrehten passiert. Natürlich, wenn du ein total beschissenes Drehbuch hast, Schauspieler, die nicht spielen können, Kameramann, der 90% der Zeit den Deckel nicht von der Linse nimmt, dann kannst du irgendwann auch nichts mehr machen. Oder du entwickelst einen Stil daraus, dass es schlecht ist. Trash-Filme. Das heißt ja immer, man muss aus Scheiße Gold machen als Editor. Ja. Aber wenn die Scheiße zu groß ist, dann kommt halt Scheiße raus. Wenn du Scheiße an Scheiße schneidest, kommt Scheiße raus. Minus ist nicht immer Plus. Schnitt ist ja eigentlich auch das Wesentliche zu zeigen und den ganzen überflüssigen Müll wegzuschneiden. Warum du jetzt die ganze Zeit Müll redest, ist ja auch, zeichnet dich nicht unbedingt als Editor aus. Was ist schon wirklich wesentlich? Jetzt ist auch der Kaffee leer, der bittere Kaffee. Das ist doch geil. Eigentlich sollten alle Videos immer so lang sein, wie die Tasse Kaffee hält. Oder mitten im Thema einfach abbrechen.